Herzlich willkommen zu einer neuen High-Elo-Runde in Age of Empires. Ich habe T90 auf der Rangliste getroffen und es ist ein richtig interessantes Spiel entstanden. Ich bin die Chinesen, ich starte mit 3 extra Dorfbewohnern, dafür ohne Nahrung, dementsprechend muss ich als erstes den Webstuhl machen. Zusätzlich bekomme ich noch ein paar Idle TC-Sekunden für mein Dorfzentrum. Und auf der anderen Seite haben wir T90, er ist Wikinger, er bekommt später den Schubkarren und den Handkarren gratis. Dadurch laufen seine Dorfbewohner ein wenig schneller und können mehr Rohstoffe tragen. Die Besonderheit bei dieser Runde Arabien ist, wir starten nicht mit Rehe, sondern mit Hasen. Diese sind quasi wie Rehe, nur halb so groß. Und diese kann man nicht mit dem Scout zum Dorfzentrum pushen. Später muss man sich dann entscheiden, ob man diese mit Dorfbewohnern die Nahrung zum Dorfzentrum jedes Mal trägt oder zum Beispiel hier auch eine Mühle bauen könnte. Ich habe mich jetzt für das hintere Holz entschieden. Ich werde auch einen Großteil von dem Spiel in meiner Perspektive versuchen zu casten. Habe jetzt die neutralen Rehe in der Mitte von der Karte entdeckt und versuche jetzt auch noch eins zum Dorfzentrum zu bringen. Währenddessen habe ich auch hier mein Wildschwein schon entdeckt. Und gehe jetzt auf die Hasen. Da ich den Chinesenstadt hatte, habe ich jetzt ein bisschen mehr Dorfbewohner, kann jetzt auch 4 bzw. jetzt 5 auf Holz spielen und dafür gleich 2 Mühlen bauen, einmal an den Bären und bei den Hasen. Habe jetzt hier ein Reh zum Dorfzentrum gepusht. T90 macht das gleiche und geht auch direkt für die Kaserne. Er versucht einen richtig aggressiven Bild zu spielen, dass er direkt die Kaserne als zweites Gebäude baut, um zur Feudalzeit zu klicken. Und da ich weiß, dass T90 abgespeichert hat, dass ich eine Reputation habe, entweder einen Lumbercamp Rush zu machen oder Fast Castle und irgendwas anderes dort zu spielen, habe ich jetzt das Spiel ein klein wenig umgedreht. Ich möchte ihm jetzt quasi die Idee geben, dass ich ja genau das gleiche machen könnte, schnell zur Ritterzeit kommen und irgendeine vielleicht ein bisschen overpowerte Unit zu spielen, während bei den Chinesen die Fire Lancer. Frage ich ihn, ob er die mag, antwortet er darauf, dass er ein großer Fan ist, was natürlich sarkastisch ist, weil die Einheit gerade nicht so einen guten Ruf hat. Die Idee ist jetzt bei dem Bild von T90, dass er jetzt noch den Webstuhl macht und dann hochklickt. Und dann auf dem Weg gleich Milizsoldaten baut. Ja, jetzt. Ich gehe jetzt auch für meine Kaserne. Hat noch keine wirkliche Aussagekraft, ob ich dann wirklich Armee baue. Aber zumindest habe ich dann schon mal eine. Und beim Scouting habe ich sogar eben schon die Kaserne gescoutet. Ich weiß, wenn zu diesem Zeitpunkt hier eine Kaserne steht, wird auf jeden Fall irgendwas an Infanterie gleich kommen. Bin ein bisschen später auf dem Weg zur Feudalzeit, bin aber auch Chinese und kann dann meinen Chinesen-Bonus ein bisschen länger ausnutzen. Wir haben hier einen kleinen Kampf zwischen unseren Scouts. T90 ist zuerst ab Richtung Feudalzeit. Wenn er die Feudalzeit erreicht, bekommt er 2 mehr Angriff und noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Hat jetzt bewusst sich oben auf den Berg gestellt, dass ich immer den Hügel-Nachteil habe. Und greift jetzt meinen Scout an. Ich kann praktisch nicht wegrennen, da er schneller ist und versuche wenigstens ein bisschen Lebenspunkte von seinem Scout runter zu traden. Er hat jetzt sogar 4 Milizsoldaten gebaut, greift mich an. Und ich entscheide mich jetzt dafür, nach vorne zu gehen, diese jetzt zu ignorieren, weil ich hier halbwegs zugewollt bin. Er geht direkt für Arson, +2 gegen Gebäude. Ich habe jetzt noch nicht so viel Sicht. Ich sehe bisher nur die Kaserne. Normalerweise ist bei Milizsoldaten das Follow-up eine Schießanlage und einen Bogenschützen. Jetzt mache ich das Schwertkämpfer-Upgrade. Sehe jetzt hier die Schießanlage.
und gehe jetzt für meine eigene. Hab jetzt auch 4. Während er hier immer noch die Mauer angreift. Und jetzt habe ich die Schießanlage oben, kann also innerhalb von kurzer Zeit 1, 2 Plänkler bauen und hier angreifen. Und ich sehe, hier ist offen. Komm hier rein und stehe direkt außen einmal komplett um den Bogenschützen herum. Und er kann nicht mehr fliehen und bekommt den Bogenschützen. Sehr wichtig von mir, weil wenn er am Anfang keine Bogenschützen aufbaut, um die Schwertkämpfer zu clearen, dann sind diese Schwertkämpfer auch dafür da, um zum Beispiel gegnerische Plänkler zu clearen. Da er eigentlich nur mit Plänkler meine Plänkler gleich kontern kann. Hat jetzt einen Panikturm bauen müssen und währenddessen greift er mich hier immer noch an. Jetzt baue ich Plänkler, er Bogenschützen, beziehungsweise auch nicht mehr, weil er gleich keinen Goldzugang mehr hat, weil ich baue jetzt hier einen Turm. Das Problem ist jetzt, er hat jetzt hier einen Bogenschützen hinten dran stehen, der kann auf die Armee, die hier unterm Turm steht, angreifen. Dementsprechend kann ich hier nicht den Turm angreifen, muss mich zurückziehen und entscheide mich hier für einen Turm, um zumindest kurzfristig den Zugang hier vom Gold zu erschweren für ihn. Währenddessen ist er hier reingebrochen. Ich habe mich dafür gerade entschieden, die Dorfbewohner zum Dorfzentrum zu schicken und hätte in der Zeit noch das Bergarbeiterlager hier zerstört. Jetzt, wo der Turm steht und sein Gold nervt, baue ich noch Mauern um den Turm, damit er den nicht direkt mit Dorfbewohnern zerstören kann und gehe weiter. Währenddessen greift er jetzt hier hinten ein Haus an. Ich entscheide mich mit 1, 2 Dorfbewohnern zu reparieren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob einer reicht. Okay, einer ist ein bisschen knapp, also ich muss hier gleich noch einen zweiten hinzufügen. Ich sehe, er ist jetzt hier hinten auf Stein, hat aber noch kein Bergarbeiterlager gebaut und will ihn hier ein bisschen zurückpushen. Währenddessen habe ich hier immer noch die Kontrolle über sein Gold und würde am liebsten gerne über seine Holzwirtschaft noch die Kontrolle übernehmen, damit er hier auch noch mehr Probleme bekommt mit seiner Wirtschaft. Mittlerweile baut er auch Plänkler. Weil wenn er es schafft, die Plänkler, also die gleiche Zahl an Plänkler zu haben und mit seinen Plänklern meine Plänkler raussniped, kann er mit den Bogenschützen auch die Schwertkämpfer raussnipen. Ich gehe jetzt hier hinten noch auf Stein, dass die Dorfbewohner nicht die ganze Zeit hier unnötig rumstehen. Und dass ich mir gleich noch einen zweiten Turm leisten kann. Hier greift er mich weiter an, aber ich habe die Lage hier einigermaßen unter Kontrolle. Er greift jetzt den Turm mit mehreren Dorfbewohnern an. Ich hätte hier auch noch die Ecken wollen müssen. Und ich drohe gerade den Turm zu verlieren. Deswegen ziehe ich mich hier ein wenig zurück. T90 sieht noch nichts, hat aber zumindest gesehen, dass ich vorhin auf Stein war. Und findet die Dorfbewohner. Bekommt den ersten. Den zweiten. Und den dritten kann ich retten. Jetzt habe ich hier wieder die ähnlich gute Armee. Wir haben mittlerweile fast gleich viel Plänkler. Aber er hat jetzt den Hügelvorteil und ich muss mich hier wieder zurückziehen. Da meine Schwertkämpfer jetzt nicht mehr so viele Lebenspunkte haben, nutzt er Dorfbewohner, um gegen die Schwertkämpfer zu kämpfen, weil die Plänkler nicht viel Schaden gegen die Dorfbewohner machen. Währenddessen ist er hier einmal durchgelaufen und hat nicht aufgepasst und am Dorfzentrum die Schwertkämpfer verloren. Ich habe jetzt den kleinen Nachteil, dass ich weniger Plänkler habe wie er, beziehungsweise gleich viel, jetzt genauso viel. Und er jetzt mit seinen Plänklern meine Plänkler zurückdrücken kann. Währenddessen hat er jetzt auch 2 Bogenschützen nach vorne geholt. Ich baue jetzt eine Schießanlage zu Hause, dass ich dann auch kurzfristig 1, 2 Plänkler hier bauen kann, um hier wieder ein bisschen mehr Kontrolle zu bekommen.
Und meine Entscheidung jetzt, mehr, wenn ich hier leicht im Nachteil liege, mehr Armee. Ich habe schon das Angriffsupgrade, damit die Plänkler eine Reichweite mehr haben gegen die Plänkler von ihm. Aber ich kann hier gerade nicht mehr wirklich Druck ausüben, da wir beide eine ähnlich große Armee haben. Von der Eco ist T19 ein klein wenig gezeichnet. Normalerweise will man eigentlich irgendwie nach hinten sich ausbreiten, aber T19 muss es jetzt komplett seitwärts bzw. leicht nach vorne ausbreiten. Natürlich später, wenn ich von vorne komme, bisschen gefährlicher. T90 kommt jetzt mit 7 Wills nach vorne und will jetzt mich towern. Währenddessen habe ich jetzt 3 Schwertkämpfer, die quasi das Mietschild sind für die Plänkler. Und ich will hier wieder pushen. Mein Grundgedanke war hier, ich gehe vielleicht noch auf 1, 2 mehr Schwertkämpfe. Dann kann ich vielleicht auch einen Turm leichter rausnehmen. Kommt der erste Turm. Der erste Turm ist jetzt nicht unbedingt dafür da, groß Schaden zu machen, sondern dafür, dass der zweite Turm geschützt ist. Deswegen geht er direkt auf den zweiten Turm. Der erste Turm, ja, vielleicht die Farm nervt ein wenig. Ich reiße sie sogar noch rechtzeitig ab. Ist eigentlich quasi verschenkt. Und geht direkt für den dritten Turm. Währenddessen bin ich jetzt auch bei ihm in der Eco. Das Spiel wird gerade komplett chaotisch. Wir beide müssen jetzt quasi gleichzeitig schauen, dass ich hier keinen Schaden... Also er muss schauen, dass ich hier keinen Schaden anrichte. Und gleichzeitig schauen, dass er mit seinen Türmen mehr Schaden anrichtet bei mir. Den nächsten Turm, mittlerweile mit den 3 Türmen, habe ich die 4 Farmen hier schon mal blockiert bekommen. Vielleicht sogar die 5. auch noch. Geht jetzt für den 4. Turm. Jetzt gehe ich wieder für den Turm am Gold. Der letzte wurde mir hier abgerissen. Will ihn hier wieder ein bisschen nerven. Und der Turm sollte auch noch die 2 Felder in Reichweite haben. Ich kann aber noch nicht genau sehen, wie viel Eco hier hinten ist. Ich habe jetzt anfangs gedacht, dass wahrscheinlich ein Großteil vom Holz hier ist. Vielleicht hier. Ich habe hier gerade nicht aufgepasst, habe den einen Scout jetzt gerade am Dorfzentrum verloren. Und gehe wieder vor mit mehr Wills, weil jetzt will ich meine eigenen Türme bauen. Habe jetzt ursprünglich gedacht, dass ich es vielleicht sogar in der Feudalzeit gewinnen könnte. Aber ich habe es nicht wirklich gut einschätzen können. T90 hat aber auch gerade keine so gute Eco. Einiges an Dorfbewohnern gerade im Dorfzentrum. Wird jetzt hier angegriffen. Muss gerade selber überlegen, wie er hier reagieren kann. Und er geht vorne noch auf weitere Türme. Hat jetzt 4 Dorfbewohner in dem Turm. Schützt mit den Dorfbewohnern die anderen Arbeiter, die hier den nächsten Turm bauen. Und will sich hier weiter vorbereiten. Hier hinten ist auch mein Steinbruch. Wird natürlich nervig, wenn er noch mehr Türme baut. Aber bis zu dem Turm geht es eigentlich noch. Vielleicht die 2, 4, 6, 7 Farben mittlerweile, die von den Türmen betroffen sind, aber mehr auch nicht. Holz habe ich die Seiten gewechselt. Die Seite würde er hier in Reichweite haben, diese nicht. Ich habe jetzt den Turm weg. Greife jetzt hier den nächsten Turm an. Und greife jetzt den Marktplatz an. Was jetzt auch irgendwie lustig ist, dadurch, dass ich jetzt den Marktplatz angreife, zwinge ich ihn hier sogar dazu, einen defensiven Turm zu bauen, der eigentlich nur den einzigen Schutz hat, also den einziges Ziel hat, dass er den Marktplatz schützt. Habe jetzt aber hier auch eine große Armee unter dem Turm. Und T90 ist ab zur Ritterzeit. Der Moment, wo ich wirklich kurz Angst hatte, dass ich das Spiel jetzt schon so gut wie verloren hatte. Jetzt greife ich hier mal den Turm an. Hier sind auch 5 Dorfbewohner drin. Würde ich natürlich gerne mitnehmen. Fällt unter 20% Lebenspunkte. Die Dorfbewohner werden ausquartiert.
Und ich entscheide mich jetzt zuerst mal, den Turm komplett kaputt zu kriegen. Hab jetzt eigentlich gedacht, dass ich mit komplett Armee jetzt hier weiter pushen kann. Krieg hier weitere Wills. Und will jetzt eigentlich mit meinen Plänklern dafür sorgen, dass die Armee hier kleiner wird. Nur noch 4 Bogenschützen. Die Plänkler machen nur 4 Schaden. Meine Einheit hat 2 Rüstungen. Wenn ich Rüstungsupgrade für Kavallerie mache, machen die Plänkler nur noch einen einzigen Schaden gegen die Kavallerie. Wäre also kein Problem. Nur die Bogenschützen sind ein klein wenig nerviger, da die dann immer noch 3 Schaden machen gegen meine Kavallerie. Er versucht, den Turm kaputt zu machen. Ich habe noch fast rechtzeitig meine Scouts da und kann hier noch einen weiteren Will killen. Und er will noch einen weiteren Turm bauen. Der 6. Turm. Ich lasse es sogar zu, weil außer Stein und vielleicht die Seite vom Holz er nicht so viel in Reichweite hat. Kriege hier sogar noch weitere Wills und will nochmal den Turm probieren. Mittlerweile habe ich hier auch ein paar Wills verloren, auch nur noch 2, die aktiv am Bauen sind. Und er kommt wieder nach vorne, verliert wieder Wills. Hat jetzt aber, glaube ich, die Chance auf einen guten Fight, weil jetzt die Wills teilweise die Plänkler angreifen können und ich gleichzeitig von seinen Plänklern und Bogenschützen rausgesnappt werde. Verliere jetzt einen großen Teil von meinen Begleittruppen und müsste mich eigentlich zurückziehen. Okay, nicht ganz. Und verliere auch noch den Will. Auf der anderen Seite wollte er noch hier einen weiteren Turm bauen. Ich habe jetzt mich dafür entschieden, ihn mit Wills zu besiegen. Und dann habe ich mal noch einen Klassiker gemacht. Ich habe in den Chat geschrieben, ich wäre hier zur Ritterzeit vorangeschritten. Man kann das genauso schreiben, dann sieht es fast genauso aus, wie wenn es echt wäre. Und T90 mag eigentlich den Witz, wenn man das ab und zu mal macht, und hat dann darüber gelacht. Weiter geht's. Er boxt jetzt den Turm weg, hat mittlerweile eine Waffenschmiede gebaut, 2 Skorpione. Hat aber auch wirklich ziemlich grenzwertig schlechte Eco. Ich glaube, in der jetzigen Situation hätte man das wirklich mit komplett feudal gewinnen können. Und er geht fürs Dorfzentrum. T90 duscht mich. Das ist Cheating, das ist mein Part. Ich meine, ich weiß, er ist oben. Er hat wahrscheinlich eine schlechtere Wirtschaft. Die Folge ist, dann nutze ich wenigstens meine Dorfbewohner und schieße hier zurück. Die Dorfbewohner, die er jetzt hier in dem Dorfzentrum hat, die kann er jetzt nicht mehr nutzen, um Armee gegen mich zu bauen. Und als vorübergehende Armee will ich jetzt auf leichte Kavallerie kommen. Ich habe jetzt die ersten 6 Scouts. Er hat hier nur 5 Bogenschützen. Das wäre vielleicht sogar schon fast möglich gewesen. Aber ich hatte jetzt Angst wegen den Skorpionen. Habe mich jetzt hier nicht direkt für einen Kampf entschieden. Habe auch hinter den Türmen von ihm noch ein bisschen Farm-Eco gebaut, da ich ja jetzt komplett viel Nahrung brauche für die leichte Kavallerie. Und jetzt haben wir den klassischen TC-Kampf. Ich bin jetzt ab zur Ritterzeit, gehe jetzt auf leichte Kavallerie. Und wenn das Upgrade drin ist, plus das Rüstungsupgrade, will ich hier dann einen möglichst guten Kampf nehmen. Ich würde schon gerne noch gucken, ob ich vielleicht nach vorne kommen könnte und irgendwo Schaden finden. Hier ging es leider nicht.
Aber ich kann jetzt hier zumindest einen Teil von der Armee schon mal klären. Und währenddessen kämpfen unsere Dorfzentren noch weiter gegeneinander. Hat jetzt hier noch die Menge an den Bogenschützen, die er jetzt zur Armbrustschützen upgraden will. Und ich habe jetzt den Teil hier unten besiegt. Währenddessen habe ich die ersten leichte Kavalleristen hier nach unten geschickt. Ich sehe noch nicht so viel von seiner Basis. Sehe, dass er jetzt hier auf Gold ist und sich zuwollt. Also ich habe aber hier nur einmal hingeklickt und wahrscheinlich hier oder hier oben mit Shift Q nochmals hingeklickt. Deswegen geht jetzt der Scout nach oben. Er verfolgt mich jetzt hier oben. Will eigentlich hier noch Wills killen. Aber wenn er mich jetzt hier weiter verfolgt, bin ich gleich mit der Kavallerie da und könnte seine Armee zurückdrängen. Deswegen muss er jetzt hier stoppen, da ich jetzt eine groß genug Armee habe, die gegen die Armee von ihm gewinnen würde. Wir beide haben extrem wenig Holz. Er hat jetzt sogar wieder ein bisschen mehr. Dafür hat er ein bisschen weniger Lebenspunkte. Ich habe jetzt hier hinten noch einen leichten Kavalleristen. Kann hier sogar einige Wills killen. Kriegt T90 noch das Dorfzentrum hoch? Ja, kriegt er. Hat jetzt aber auch noch hier weitere leichte Kavallerie in der Base. Und T90 ist die komplette Zeit unter Druck, dass er jetzt ein Holzproblem hat. Ich habe aktuell wieder einen leichten Vorteil, da ich jetzt überhaupt insgesamt mehr Holz habe. Sobald er jetzt hier einen schlechten Kampf einnimmt, zum Beispiel wenn er die Bogenschützen verliert, wie zum Beispiel hier, hat er überhaupt nicht mehr viele Unterstützungstruppen, fällt mit dem Dorfzentrum unter 480 Lebenspunkte. Die Dorfbewohner werden jetzt alle automatisch ausquartiert. Er müsste jetzt schnell das Dorfzentrum reparieren und dann könnte er wieder einquartieren. Hat aber auch kaum mehr Holz. Mal schauen, was er macht. Er callt das GG. Das Problem ist jetzt, er würde hier die komplette Armee verlieren. Zusätzlich gehe ich jetzt auch direkt für eine Waffenschmiede. Kann dann gleich auf ein, zwei Rammen gehen, um die ganzen Türme wegzupushen. Und bin ich bereits jetzt schon bei ihm in der Base. Falls euch das Spiel gefallen hat, würde ich mich natürlich auf einen Daumen hoch freuen. Und es wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit wieder mehr Videos von mir geben. Vielen Dank fürs Zuschauen.